Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut. Ich krieg diese Zungenbrecher immer nicht raus. Das war noch nie was für mich. Wie ist denn das bei euch? Aber wir brauchen auf jeden Fall einen total leckeren, selbstgemachten Rotkohl zu Weihnachten. Da haben schon sehr viele von euch nach dem Rezept gefragt. Na klar, habe ich mir gedacht, macht mal den von Oma. Denn da gibt's eine geheime Zutat. Also seid gespannt. Und wir tun uns den hier erst einmal vierteln. Also da braucht man schon ein wenig ein scharfes Messer, ne? Also müsst ihr mal gucken, ich tue euch das mal hier verlinken. Das ist ganz gut, das mag ich ganz gern. Da kriegen wir auch so einen Rotkohl durch, ne? So, dann tun wir uns hier den Strunk so wegschneiden bei allen Teilen. Und dann mache ich ein bisschen das Äußere noch ein bisschen ab, das äußere Blatt. Der Mama. Servus, Hallöchen. Ja, wir drehen gerade, mein Liebes. Die Schwiegermama. Au, ja. Dann müssen wir schauen, ich rufe dich dann wieder an. Ne? Machen wir morgen. Ciao, ciao. Und schaut mal, Blaukraut, ne? Man kriegt auch blaue Hände. Mir macht das jetzt nichts aus. Ihr könnt natürlich auch gerne euch dann so Gummihandschuhe oder was anziehen. Und jetzt tun wir uns das Viertelchen alle so richtig schön in feine Streifen schneiden. Dann schneiden wir uns 2 Äpfelchen schön klein. Es wurscht, wenn die vom Messer blau wären, weil die kommen ja eh ins Blaukraut, ne? Dann schneiden wir uns noch die Zwiebel in Stücke. Und dann ist mein Brett auch voll, ne? So, dann habe ich hier ein bisschen Gänseschmalz. Ihr könnt natürlich auch gerne Schweineschmalz nehmen oder Butter, wenn halt irgendjemand essen möchte, der kein Fleisch isst oder so, ne? Oder halt Vegetarier ist. Und da tun wir dann unsere Zwiebeln und die Äpfel erstmal ein bisschen andünsten. Und das tut dann auch wirklich nur so ein bisschen glasig andünsten, also nicht braun werden lassen. Und bloß ganz kurz und dann kommt auch schon das Blaukraut mit rein. Oh, da haben wir ganz schön viel geschnitten heute. Und da tue ich dann auch gleich immer einen Essig drüber, dann behält es die schöne Farbe. Mein Top ist zu klein, Mensch. Was mache ich denn jetzt? Aber Wahnsinn, ich habe viel zu viel geschnitten. Das war mehr als 1 Kilo, weil normalerweise habe ich nicht abgewogen. Ach, ich bin auch wieder so an, ey. Da kann man was Tolles draus machen, so einen Rohkostsalat. Da verlinke ich euch noch mal das Video. Habe ich letztes Jahr mal eins gemacht, auch mit Äpfel und so Granatapfelkerne, glaube ich. Auch sehr, sehr lecker. Da könnte ich auch mal wieder einen machen. Da lasse ich mir das jetzt mal liegen. Das ist echt lecker. So passt es dann. Und jetzt geht es dann weiter. Jetzt löschen wir das Ganze dann ab mit ein bisschen der Wasser, ein bisschen Rotwein, Zucker, Salz und Pfeffer, ein bisschen Zimt, 2 Lorbeerblätter, 2 Nelken und die geheime Zutat von der Oma für ein leckeres Rotkraut zu Weihnachten ist ein Lebkuchengewürz reingeben und dann wird das der Oberhammer, Leute, ich sag's euch. Und das tun wir jetzt mal alles nochmal schön unterrühren. Und dann das Ganze kochen lassen, so circa 30 Minuten, je nachdem wie ich es haben möchte. Ich mag es immer nicht so latschig, das heißt, ich lasse es nicht ewig kochen, so 40 Minuten. Man kann es aber bis 120 kochen. Und dann haben wir das beste Rotkraut der Welt zu Weihnachten. Und jetzt, aua, dann bin ich wieder brennen. Guck mal, ich habe mir da schon gebrannt vorhin, Mensch. Weil es gibt natürlich was voll Leckeres, das zeige ich euch schon mal schnell. Was ich gemacht habe nebenbei, so ein paar Entenbrüstchen. Ist das nicht herrlich? Einfach lecker, sage ich euch. Und die tun wir dann später dazu essen, zu diesem wunderbaren Rotkraut. Und jetzt gucke mal da rein, wie schön das ausschaut. Das ist jetzt 40 Minuten gekocht und ich finde, das reicht. Das ist mir dann echt sonst zu latschig, ne? Und bevor wir das Ganze servieren, rühren wir noch ein bisschen Gelee unter. Ein Johannisbeergelee. Und das tun wir jetzt dann schön ein bisschen abtropfen lassen erst, so an den Löffel. Und dann tun wir uns den auf den Teller eingedischt, sag ich euch. Ich mache das immer so, weil das ist ein bisschen nass, ne? Was für ein wundervoller Duft von Zimt, Äpfeln, Nelken und Omas geheimen Gewürz steckt in diesen einfach einmaligen Rotkohl, Leute. Und damit werdet ihr auf jeden Fall eure Familie und Freunde an Weihnachten überzeugen. Und da hinten warten schon die Klöße und dazu gibt's dieses wundervolle Rotkraut mit ein paar Entenbrüsten. Und was gibt's bei euch zu Weihnachten? Dazu schreibst du noch mal in die Kommentare. Und hier gibt's auch noch ein paar tolle Rezepte vom letzten Jahr Weihnachten. Schaut mal da rein, die sind voll witzig. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.